Schweiz ist eine Skifahrernation, das ist, glaube ich, unbestritten. Die Schweiz ist aber auch eine Wasserskifahrernation. Zwei Topfahrer, die bei Wettkämpfen regelmäßig vorne mit dabei sind, sind der Thierry und der Loris Lambricker. Ich habe die beiden Brüder am Zugersee besucht und eine Lektion in Wasserskiphysik bekommen. Thierry und Loris Lambricker, das sind die Lambricker Brothers vom Wasserski-Club Cham. In ihrer Sammlung 19 Schweizer Meistertitel, 11 Schweizer Rekorde und diverse Europameisterschaftsmedaillen in verschiedenen Kategorien. Trainiert und beobachtet werden sie von Vater René Lambricker und von Nicole Ulrich. Sie ist beeindruckt. Jetzt steigt sie selber in die ungewohnte Bindung. Denn Nicole Ulrich ist noch nie auf Wasserski gefahren. Eine Premiere. Ist gut? Ja, ich hoffe es. Also ich habe das Gefühl, es ist immer noch so ein bisschen... Ja, musst keine Angst haben, weißt du, der Ski drückt dich ja her. Wichtig ist, nachher bist du im Wasser so, Knie schön angewinkelt zu der Brust, zu der Schwimmweste. Und das Wichtigste ist, die Arme sind immer gestreckt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Sobald du anfängst zu ziehen, dann schleifst du schon weg. Und wenn du das Gefühl hast, bist du bereit, sagst du «Go!». Gut, okay. Gut. Strecken die Arme, strecken. Nicole Ulrich gelingt der Start schon im ersten Versuch. Wieso aber ist es möglich, auf dem Wasser zu gleiten? Physiker würden das Phänomen so beschreiben. Die Auftriebskraft F ist gleich dem Produkt aus halbem Widerstandsbeiwert C, der Dichte ρ, der Auftriebsfläche A und der Anströmgeschwindigkeit V im Quadrat. Das klingt ein wenig kompliziert, ist aber ganz einfach. Die Schwerkraft möchte eigentlich, dass der Mensch im Wasser versinkt. Verhindert wird dies durch die Zugkraft des Motorbootes. Sie drückt Wassermasse mit der gleichen Geschwindigkeit gegen die Lauffläche der Wasserskis. Und das verursacht den Auftrieb. Die Schwerkraft ist besiegt. Beim Slalomfahren zieht das Boot den Athleten mit einer konstanten Geschwindigkeit von 58 Kilometern pro Stunde. Weil er den längeren Weg zurücklegt, müsste er eigentlich schneller sein als das Boot. Es ist das Rechtstempo, oder? Wenn man jetzt sieht, wenn er rauszieht, was sind da Geschwindigkeiten? Ja, die Durchschnittsgeschwindigkeit im Slalom vom Fahren müsste bei 70 bis 75 sein. Das heisst, die Topgeschwindigkeit ist, wenn er zieht und hinten über die Welle fährt, dann wird er ungefähr 90 km. Das ist das, was süchtig machen kann, ja, die Geschwindigkeit, das Beschleunigen, wenn man das spürt. Ja, das ist logisch, weil man muss sich das einfach vorstellen. Um die Kurve hat man 10 bis 20 Kilometer und nachher, bis man zur Welle ist, hat man plötzlich wieder 80, 90. Das ist kein Ferrari beschleunigt schnell. Das ist gar nicht möglich, oder? Das wollen wir genauer wissen. Beschleunigt ein Wasserskifahrer wirklich schneller als ein Ferrari? Diese kleinen Messgeräte sollen den Beweis erbringen. Entwickelt wurden sie von Wendelin Egli, Spezialist für Datenmesssysteme. Die kleinen Datenlogger werden an den Oberarmen und am Knie befestigt. Sie sollen erfassen, mit welcher Fliehkraft der Fahrer von der einen Seite zur anderen beschleunigt. Das wurde bisher noch nie gemessen. Wasserdicht sind die Sensoren zwar, aber auch hochempfindlich. Ob sie unter diesen Extrembedingungen zuverlässige Resultate anzeigen? Wir sind gespannt. So, das sieht ja schon mal nach etwas aus. He? Interessant, hätte ich auch nicht gedacht. Und zwar haben wir hier Schläge drauf von über 12 G. Also es ist nicht in den Kurven rein, dass man so viel hatte, sondern es sind wirklich Schläge, die aufs Wasser vom Ski her dann nachher aufs Knie übertragen worden ist. Ja. Es sind die kleinen Wellen, die dafür verantwortlich sind. Sie sind aber sehr kurz und haben keine Energie, so dass man sie kaum spürt. Größere Wellen kann der Athlet ausgleichen, wie ein Skifahrer auf der Buckelpiste.
Und von der Beschleunigung her sieht man etwas oder sieht man wirklich nur die Schläge, jetzt, die eigentlich ja nicht so viel aussagen? Wenn wir jetzt hier aufzoomen, zum Beispiel, das ist ein zweiter Rennen, da sieht man schon in den Kurven rein, so würde ich sagen 2 bis 4 G. Das ist ja vergleichbar mit der Achterbahn. Bis zu 4 G Beschleunigung. Ein Formel-1-Auto erreicht hingegen beim Start nur etwa 1,5 G. Damit ist bewiesen, Wasserskifahrer beschleunigen massiv schneller als ein Ferrari. Um die Höchstgeschwindigkeit der Wasserskifahrer zu ermitteln, vertrauen wir den Spezialisten der Zuger Polizei. Korporal Rolf Rickenbacher ist normalerweise Temposündern auf der Spur. Heute versucht er, den rasenden Loris Lambricker zu erfassen. Hat es geklappt? Ja, wir haben ein paar Fotos machen. Es ist aber die schnellste Geschwindigkeit nicht drauf. Der Moment, wo er wirklich die schnellste Geschwindigkeit hat, den haben wir nicht verwischen. Wir haben aber hier ein Foto drauf mit 75 Stundenkilometer. Das ist die schnellste Messung, die wir angebracht haben. Immerhin. Ja. Das wäre auf der Straße im 60er-Bereich definitiv zu viel. Das wäre ein bisschen knapp, ja. Erstaunt Sie das oder haben Sie das ein bisschen erwartet? Ich hätte das nicht erwartet, nein. Ich habe wirklich gedacht, es sei weniger schnell. Und durch die Kräfte, natürlich durch das Rausgleiten, bei einer rechten Geschwindigkeit, das hätte ich nicht erwartet, ja. Nach der Höchstgeschwindigkeit wollen wir herausfinden, wie langsam ein Wasserskifahrer gleiten kann, bevor er im Wasser versinkt. Trainer René Lambricker drosselt die Geschwindigkeit. Kritisch wird es unter 10 Kilometern pro Stunde. Doch Nicole Ulrich kämpft. Was meinst du, wie schnell bist du? 3 Jahre nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass du so langsam fährst. 8,8. Also mit 8,8 bist du untergegangen. Ein letzter Test. Kann man einen Wasserskifahrer mit Muskelkraft aus dem Wasser ziehen? Wer nimmt diese Herausforderung an? Das sind die stärksten Frauen vom Zugersee. Der Achter der Renngemeinschaft Ruderclub Cham, Seeclub Zug und Seeclub Stand-Start ist aktueller Schweizer Meister. Miteinander und weg. Das mal schräg. Mit dir, miteinander und weg. Bei Ergometertests bringen es diese Athletinnen auf eine Spitzenleistung von bis zu 550 Watt. Damit erreichen sie beim Start eine gemeinsame Kraft von etwa 5 bis 6 PS. Das ist die Kraft eines Go-Kart-Motors. Die Ruderinnen sind bereit für die Herausforderung, die bisher nur männliche Athleten geschafft haben. Zuerst versuchen wir es mit dem erfahrenen Wasserskifahrer. Ciao, mach's gut. Viel Spaß in der kurzen Hose. Go! Der Start ist gelungen. Die maximale Kraft entwickelt das Boot nur, wenn die Ruder im Wasser sind. Das ergibt eine unregelmäßige Zugkraft, die Thierry Lambricker mit einer raffinierten Technik ausgleicht. Er fährt jetzt, ja nicht ganz, 13, 14 so. Immerhin, Ja, oder? voll, ja. Also das lange der zum Umkommen. Super. Also ob ich es schaffe, weiss ich noch nicht, weil es sieht extrem anstrengend aus, ehrlich gesagt. Also auch zum Hinein und damit... Ja, ich glaube aber wenn du mal einen Stoss hast, mit ihnen mitgehen und so. Aber wenn du es draussen hast. Ja. Doch Nicole Ulrich lässt sich nicht entmutigen und wagt den Versuch. Go!
Die Athletinnen geben alles. Eine Zeit lang kann sich Nicole Ulrich auf dem Wasser halten, doch dann schwindet die Kraft. Trotzdem, der Frauenachter vom Zugersee hat's geschafft. Und auch Nicole Ulrich kann zufrieden sein. Jetzt bist du zweimal auf der Wasserski und eines davon hinter einem Ruderboot. Macht auch nicht jeder. Viel mag ich nicht mehr auf.